Hi everybody, nice that you join us. It's a wonderful occasion for the Cyber Sangha Week during the 25th anniversary of Lichtmensch International. My name is Oliver Wirtz and I'm the chairman of Lichtmensch Deutschland. And before we start, I would like to shortly introduce Lichtmensch Deutschland in German language for those watching from our country. Rinpoche kommt seit 1990 nach Deutschland und im Zeitverlauf wuchs die Sangha so beständig, dass wir in 2001 den Verein Lichtmensch Deutschland gegründet haben. Heute haben wir Praxisgruppen an verschiedenen Orten in Deutschland. Wir haben unser Zentrum in Berlin, wir haben die Praxisgruppe Rhein-Main, das sind wir jetzt hier, von dem Ort, wo wir aus senden. Wir sind in München, wir sind in Dortmund, wir sind in Osnabrück, in Saarbrücken und wir haben 3 Online-Praxisgruppen. Informationen über Lichtmensch Deutschland findet ihr auf unserer Website www.lichtmencha.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Unser Newsletter, den könnt ihr abonnieren über unsere Fanpage von Facebook. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Newsletter abonnieren sinnigerweise und auch über unsere Website. Ja, und wir möchten noch gerade ein kurzes Dankwort an Rinpoche senden. Rinpoche, im Namen der gesamten deutschen Sangha von ganzem Herzen und voller Dankbarkeit für die immerwährende Frische und die grenzenlose Liebe und Weisheit, die du seit über 25 Jahren mit uns teilst, möge dein Schatz für immer währen und zum Wohl aller fühlenden Wesen beitragen. So, Rinpoche, on behalf of the German Sangha, we would like to express our gratitude for your everlasting vividness and limitless love and wisdom you share with us already than more than 25 years. May your treasure last forever and for the well-being of all sentient beings. But now let's start with the practice group, and Florian, it's yours. You are leading through this practice group. So hello everybody, welcome to our little practice group. We meet 2 times in a month, one time on a Monday evening like today, and one time in the month for a Saturday noon and afternoon. And we will do the guided practice in German, and but I want to say first something about the structure. So we start with the common prayers of Guru Yoga, Refuge and Bodhicitta. Then we engage in the practice of the 9 breathings of purification. We go on with the 5 Tsa Lung 3 times each. And then we will engage in a full Guru Yoga practice with visualization of the 3 active elements and the 3 syllables, and then rest for a little while. Then we start with, dann fangen wir an mit dem Guru Yoga, einmal auf Tibetisch und einmal auf Deutsch und gehen dann weiter genauso mit den anderen Gebeten.
der großen Glückseligkeit auf dem Scheitel meines Hauptes bist du, mein gütiger Wurzellama. Zu dir bete ich, Kostbarer, gewähre mir deinen Segen, damit ich den Buddha, meine eigene wahre Natur erkenne. Chanten Save Lama Nala Jasuji Toden Agji Yeda Lala Japsuji Nuden Save Kando Mala Jasuji Lama Idam Kandro Sula Jasuji. Ich nehme Zuflucht zu meinem gütigen Meister. Ich nehme Zuflucht zu den kraftvollen tantrischen Nidams. Ich nehme Zuflucht zu den mächtigen geheimen Kandros. Ich nehme Zuflucht zu allen dreien, Meister, Yidam und Kandro. Sangwa Bebenchen Sajo Tatu Gya Sanjo Ishin Torjin Abula Dani Leju Dokun Renba Tita Yesemchen Danjir Semgilo. Großes Geheimnis des Bön, Buddha Sancho Tato Gyalpo, in deinem allergeheimsten natürlichen Zustand, der wie ein wunscherfüllender Juwel ist, trete ich ein, um alle Wesen zur Befreiung zu führen. Zum Wohle aller fühlenden Wesen entwickle ich den Geist des Bodhicitta. Bevor wir mit der neunfachen Reinigungsatmung beginnen, achten wir nochmal auf die 5-Punkte-Haltung unseres Körpers. Wir sitzen mit überkreuzten Beinen, das rechte vor dem linken. Unser Rücken ist gerade, unsere Brust ist geöffnet. Unsere Hände sind in der Haltung des Gleichgewichts. Die linke Hand ruht auf der rechten. Das Kinn ist leicht nach innen gezogen. Und die auf einem Stuhl sitzen, überkreuzen die Beine locker am Fußgelenk und halten den Rücken möglichst ohne Unterstützung durch eine Lehne gerade. Dann visualisieren wir im Zentrum unseres Körpers die 3 Kanäle aus Licht. In der Mitte der blaue Zentralkanal, etwa daumendick, beginnt 4 Finger breit unterhalb des Nabels und weitet sich im oberen Drittel im Kopf und öffnet sich zum Kronenchakra. Rechts und links davon befinden sich die beiden Seitenkanäle, der rechte weiße Kanal mit der männlichen Energie, der Methode, und links der rote Seitenkanal mit weiblicher Energie, Weisheit. Die Seitenkanäle sind 4 Finger unterhalb des Nabels mit dem Zentralkanal verbunden und gehen parallel zum Zentralkanal nach oben, krümmen sich unter der Schädeldecke nach vorn und öffnen sich zu den Nasenlöchern.
Zu Beginn der Reinigungsatmung und auch anschließend, wenn wir die Tsa Lung Übungen machen, erinnern wir uns daran, die Praxis zu etwas Persönlichem zu machen und dass wir eben etwas in die Praxis mit einbringen, was es in uns persönlich zu reinigen und zu klären gibt. Etwas, das möglichst aktuell ist oder uns gerade beschäftigt, seien es Gedanken, Sorgen, Emotionen, Situationen, die wir erlebt haben, eben alles, was uns jetzt gerade davon abhält, mit uns selbst verbunden zu sein. Wir betrachten unser Thema und spüren es, ohne zu urteilen und ohne zu analysieren. So wählen wir aus, was durch die Übung gereinigt und losgelassen werden soll. Und dann kultivieren wir, was es für uns in der Praxis zu kultivieren gibt. Den Kontakt zu unserem wahren inneren Gewahrsein, zur unbegrenzten Weite oder dem Licht, der Wärme und den Qualitäten, die daraus entspringen. In der Reinigungsatmung richten wir die Aufmerksamkeit besonders darauf, in welcher Beziehung unsere persönlichen Probleme zu den 3 Wurzelgiften Zorn, Anhaftung und Unwissenheit stehen. Hindernisse und Krankheiten des Zorns werden im rechten weißen Seitenkanal gereinigt, Hindernisse und Krankheiten der Anhaftung im linken roten Seitenkanal und Hindernisse wie Zweifel und Mangel an Vertrauen und die damit verbundenen Krankheiten der Energie der Unwissenheit im blauen Zentralkanal. Wir stellen uns vor und spüren, dass wir immer frische, reine, heilende Luft in Form von grünem Licht einatmen. Jetzt halten wir einen Moment lang die Aufmerksamkeit im Zentrum unseres Körpers, in der Offenheit, dem offenen Lichtstrahl, in unserem Zentralkanal und ruhen dort. Wir nehmen uns für einen kleinen Moment Zeit, um uns mit unserem Problem oder dem Thema, unserem Leiden zu verbinden, ohne zu werten. Und dann atmen wir das Leiden aus, indem wir eine 9-fache Reinigungsatmung durchführen.
noch für einen Moment in der Offenheit oder dem sich öffnen der 3 Kanäle im Zentrum unseres Körpers. Okay. Und dann fahren wir fort mit den Tsa Lung Übungen. Mit Hilfe der Tsa Lung Übung reinigen und öffnen wir die Energiezentren entlang des Zentralkanals und beseitigen Blockaden und Hindernisse der 5 elementaren Lungen, die sich eben dort befinden. Letztlich geht es um die Beseitigung von Hindernissen für das Ruhen im vollen Gewahrsein. Wir beginnen mit der ersten Tsa Lung Übung und dem sich nach oben bewegenden Lung. Der Sitz ist im Kehl- und im Kronenchakra. Es ist verbunden mit dem Erdelement, mit gelbem Licht, mit dem Geerdetsein und Stabilität und eben den Aspekten von Körper und Sprache. Und wir führen die erste Tsa Lung Übung 3-mal aus und verweilen dann für einen Moment. Wir verweilen noch für einen Moment in der Erfahrung, die sich uns bietet.
weiter zur Übung mit dem Lebenskraft-Lung. Der Sitz ist im Herzchakra und es ist verbunden mit dem Raumelement, mit weißem Licht, mit Offenheit und Weite und den Qualitäten des Geistes, nämlich das Erscheinen der Wärme und das Erscheinen von Qualitäten. Und wir halten die Aufmerksamkeit im Herzbereich und ruhen dort in dem sich öffnenden oder offenen Chakra, in der Erfahrung, die sich dort bietet. Okay. Und dann gehen wir weiter zur Übung mit dem feuergleichen Lung. Der Sitz ist am Nabelchakra und es ist verbunden mit dem Feuerelement, mit rotem Licht, mit Freude, Kreativität, Kraft, mit reifender Erfahrung und dem Aspekt des Stärkens der Qualitäten und dem Vertreiben der Blockierung der Qualitäten.
Und wir ruhen wieder für einen Moment in der Offenheit oder dem sich öffnenden Nabelchakra. Wir fahren fort mit der Übung des durchdringenden Lung. Es ist verbunden mit dem Luftelement und im gesamten Körper verbreitet. Es ist verbunden mit grünem Licht, es macht flexibel, stärkt die Kommunikation und es stellt die Verbindung zu allen Lungs und allen Körperfunktionen her und über den Körper hinaus. Und jetzt ruhen wir in der Offenheit des ganzen Körpers. Dann führen wir die letzte der Tsa Lung Übung aus, die mit dem nach unten bewegenden Lung.
Sitz des Lung ist im geheimen Chakra. Es ist verbunden mit dem Wasserelement, mit blauem Licht, mit Wohlgefühl, Komfort, Friedfertigkeit, Fürsorge und Mitgefühl und dem Aspekt, die Qualitäten zur Manifestation zu bringen. Dann spüren wir für einen Moment die Offenheit des geheimen Chakras. Wir machen uns auch noch einmal alle anderen Chakras bewusst, die jetzt mehr geöffnet sind. Verweilen in der Meditation und fahren damit fort, unser Herz zu öffnen durch die Praxis des Guru Yoga, das Lamineljo. Stell dir den Raum vor dir als klaren, offenen Himmel vor. Im Himmel erscheint ein regenbogenfarbiger Lichtkreis, in dessen Zentrum sich Tapiritsa befindet. Ein friedvolles, leuchtendes Wesen aus weißem Licht in Meditationshaltung. Nimm ihn in allen Details klar und lebendig wahr. Versuche eine stabile Visualisation von ihm so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Tapiritsa ist ein lebender Buddha, nicht etwa nur das Produkt deiner Vorstellung. Versuche ihn als die tatsächliche Verkörperung der 3 Kayas, der 3 Juwelen, aller Meister und aller Buddhas zu erleben, ausgestattet mit großer Weisheit und Mitgefühl, mit der Fähigkeit, allen fühlenden Wesen zu helfen.
Versuche ihn insbesondere als die Verkörperung deines Wurzellamas wahrzunehmen. Derjenige, der dir in diesem Leben Güte gezeigt hat und freigebig den Pfad zur Befreiung aus den Leiden des Kreislaufs der Existenzen weist. Durch persönliche Reflexion entwickle Hingabe und Inspiration. Mit einsgerichteter Hingabe beten wir mit gefalteten Händen vor unserem Herzen zu Taberitza, auf dass er uns segnet, damit wir unsere eigene wahre Natur als Buddha erkennen. Und mit dieser einsgerichteten Hingabe singen wir gemeinsam dreimal das Guru Yoga und halten die Visualisierung aufrecht.
unsere karmischen Spuren durch die drei Aktivitäten, durch die drei aktiven Elemente zu reinigen, indem wir die Weisheitslichter visualisieren, die aus dem Herzen von Tapiritsa kommen. Wir stellen uns diese Lichter wie Waffen vor, die alle karmischen Spuren zerstören. Von einer roten Silbe Ram, vom Herzen Tapiritsas, strahlt rotes Feuer-Weisheitslicht zu uns und durchdringt unseren gesamten Körper und verbrennt alle Arten von karmischen Hindernissen und Negativitäten zu Asche. Während wir das rote Ram empfangen, singen wir dreimal gemeinsam die Silbe Ram. Wir verweilen noch für einen Moment dabei, das rote Weisheitsfeuerlicht von Tapiritsas Herzen zu empfangen. Dann erscheint an Tapiritsas Herzen die grüne Silbe Yang, die Silbe des Weisheits-Windelements. Und während wir dreimal die Silbe Yang zusammen singen, empfangen wir ungetrennt vom Klang das grüne Weisheitsfeuerlicht von Tapiritsas Herzen, was unseren gesamten Körper durchdringt und alle Hindernisse und Verdunklungen hinfortbläst. Wir fahren noch für einen Moment fort damit, das Weisheitswindelement zu empfangen. Und dann erscheint an Tapiritsas Herzen die blaue Silbe Mang. Und während wir dreimal die Silbe Mang singen, empfangen wir ungetrennt vom Klang das blaue Weisheitswasserlicht vom Herzen Tapiritsas, was uns vollständig durchdringt
alle noch verbliebenen Arten von Hindernissen und Verdunklungen und Krankheiten hinfortwäscht. Wir fahren noch für einen kleinen Moment damit fort, das blaue Weisheitswasserlicht zu empfangen. Und für einen Moment verweilen wir darauf, uns vollständig klar und rein zu fühlen, frei von allen Arten von Krankheit, frei von alten Karmas, völlig gereinigt. Unser Körper klar wie ein Kristall. So sind wir vorbereitet, um die Segnung und Ermächtigung in den erleuchteten Körpern, die erleuchtete Rede und den erleuchteten Geist der Buddhas zu empfangen. Verweile für einen Moment in diesem Zustand völligen Reinseins. Dann erscheint die weiße Silbe A an der Stirn von Tapirezza. Und während wir die Silbe A einmal zusammen singen, visualisieren wir, wie von dem weißen A an Tapirizzas Stirn weißes Licht zu unserer Stirn kommt, dort in uns eindringt und uns vollständig auffüllt mit weißem Licht. Und so empfangen wir all die Segnungen und Ermächtigungen in den erleuchteten Körper der Buddhas. Fahre für einen Moment damit fort, das weiße Licht dich ausfüllen zu lassen. Und als nächstes erscheint an Tapirizzas Kehle die rote Silbe Om. Und während wir das Om einmal zusammen singen, stellen wir uns vor, wie rotes Licht von dem Om an Tapirizzas Kehle zu unserer Kehle scheint, dort in uns eindringt und uns vollständig mit dem roten Licht auffüllt.
So empfangen wir all die Segnungen und Ermächtigungen in die erleuchtete Sprache der Buddhas. Und jetzt erscheint am Herzen von Taberitsa die blaue Silbe Hung. Und während wir Hung einmal gemeinsam singen, stellen wir uns vor, wie blaues Licht vom Hung an Tapiritsas Herzen zu unserem Herzen kommt, dort in uns eindringt und uns vollständig ausfüllt. So empfangen wir all die Segnungen und Ermächtigungen in den erleuchteten Geist der Buddhas. Und während wir visualisieren, dass fortwährend weißes Licht von Tapiritsas Stirn zu unserer Stirn scheint und uns ausfüllt, rotes Licht von Tapiritsas Kehle zu unserer Kehle scheint und uns ausfüllt und blaues Licht von Tapiritsas Herzen zu unserem Herzen scheint und uns ausfüllt, singen wir das Guru Yoga auf Tibetisch noch dreimal und fahren fort, so zu visualisieren. La
Tapiritzas Stirn löst sich in Licht auf und sinkt zum Om an Tapiritzas Kehle hinab, das sich ebenfalls auflöst und zum Hum in seinem Herzen hinuntergeht. Wenn sich das Hum in Tapiritzas Herz auflöst, löst sich sein Körper von der Peripherie her zum Zentrum hin auf. Es bleibt dort ein leuchtendes Tikle, eine Sphäre aus weißem Licht, etwa in der Größe unseres Fingernagels. Dieses Tikle kommt auf uns zu und verschmilzt mit uns an unserem Herzzentrum. In dem Moment lösen auch wir uns auf und verweilen einfach im Raum. So bist du untrennbar mit Tapirizza verbunden. Dein Geist und der Geist von Tapirizza nicht verschieden voneinander. Wir sind eins mit Tapirizza, erfüllt von Weisheit und Mitgefühl und verweilen so ohne Objekt in der Natur. Widmen wir noch unsere Verdienste dem Wohl aller Wesen.
der reinen und positiven Taten von Körper, Stimme und Geist widme ich dem Wohl aller fühlenden Wesen der 3 Bereiche. Mögen wir, nachdem wir alle Hindernisse und Verdunkelungen der 3 Zeiten gereinigt haben, schnell die vollkommene Buddhaschaft der 3 Körper erlangen. Ja, das war's dann von unserem Webcast. So this was our little webcast from local Frankfurt area practice group. Our best greetings. See ya. Bye.